Sagst du im Café manchmal, ich habe einen Kaffee? Viele Lernende machen das, und alle denken dann, du hast schon einen. Heute zeigen wir dir, wie du in lockeren Situationen wirklich sprichst, im Café, beim Smalltalk und beim Kennenlernen, und zwar auf A2-Niveau. Genau, und du bekommst Sätze, die du sofort nutzen kannst. Nichts Kompliziertes, nur klare, freundliche Formulierungen, damit Gespräche einfach laufen. Klingt gut, oder? Hallo zusammen, ich bin Tim. Ich bin Julia, die komplette Lektion gibt's übrigens auf Vocabli. So, lass uns direkt starten, ohne langes Blabla, erstmal ganz basic. Wie klingt ein natürlicher Start ins Gespräch? Viele fragen sofort, wie geht's? Das geht klar, aber im Alltag ist die Antwort oft sehr kurz. Gut, und dir? Oder passt schon? Also nicht zu lange warten auf eine große Geschichte, ja? Ja, genau. Wenn du mehr willst, frag einfach nach. Und was machst du heute noch? Oder alles gut bei dir? Das ist leicht, freundlich, und die andere Person kann antworten, muss aber nicht zu viel erzählen. Okay, machen wir gleich ein kleines Rollenspiel im Café, weil das echt oft passiert. Du bist die Kellnerin, ich bestelle, ja? Alles klar. Los geht's. Hallo, was darf's sein? Hallo. Ich hätte gern einen Cappuccino, bitte. Und, ein Glas Wasser dazu. Kommt sofort. Für hier oder zum Mitnehmen? Für hier, danke. Und könnten wir später vielleicht zahlen? Klar, kein Problem. Dauert nur einen Moment, so, stopp. Das war schon ziemlich natürlich, oder? Ja, total. Wichtig ist, ich hätte gern oder ich möchte. Nicht ich habe. Ich habe heißt, du hast es schon. Das sorgt sonst für Lacher, aber nicht für Kaffee. Genau. Und weichmachen ist nett, könnte ich, kann ich bitte, würden Sie? Das klingt höflich, aber nicht steif. Mit Bitte und Danke bist du sowieso safe. Noch ein schneller Smalltalk im Café, so zwischen Freunden. Hör mal, schönes Wetter heute, oder? Ja, endlich Sonne. Wie läuft dein Tag? Ganz gut, bisschen Stress, aber passt. Kurz, locker, fertig. Ich erzähl kurz eine echte Geschichte, damit du's merkst. Ein Lernender sagte mal im Café, ich habe eine Tasse Kaffee, alle lachten, weil er nur sagte, was er hat, nicht was er will. Seitdem sagt er immer, ich nehme einen Kaffee oder ich möchte einen Kaffee, und alles ist gut. Super. Und wenn du nach der Uhrzeit fragst, na ja, das ist auch oft. Einfach, wie spät ist es? Oder wenn ihr euch trefft, passt ihr um 2:30. Das heißt 14:30 Uhr, also 30 Minuten vor 3. Beim Verabreden helfen auch kleine Starter. Zum Beispiel, hast du morgen Zeit? Oder wollen wir mal einen Kaffee trinken? Oder lass uns heute Abend spazieren gehen. Du siehst, es ist einfach und direkt, aber freundlich. Bevor wir weitergehen, kurz ein Mini-Quiz, ja? Einfach testen. Was sagst du beim Bestellen? Ich habe einen Kaffee oder ich möchte einen Kaffee? Genau, ich möchte oder ich hätte gern. Ich habe ist nur eine Info, keine Bestellung. Gut. Dann noch ein paar Sätze für das Kennenlernen, zum Beispiel auf einer Party. Du kannst sagen, hi, ich bin Julia. Und du? Dann, schön, dich kennenzulernen, und ganz easy. Woher kommst du, und was machst du so? Ja, und wenn du nicht sicher bist, wie viel du fragen sollst, mach's kurz. Nach der Antwort sag einfach, ja, cool oder interessant und stell eine kleine Frage, magst du deinen Job? Oder wohnst du schon lange hier? Das reicht total. Achtung bei Komplimenten, da gibt's eine berühmte Verwechslung.
Einmal hat jemand dein Kleid ist schrecklich gesagt, weil er schick sagen wollte. Ui, das war peinlich, aber am Ende lustig. Also, schick ist gut, schrecklich ist sehr schlecht. Wenn ein Kompliment unsicher ist, mach es einfacher, dein Outfit ist schön oder das steht dir gut. Und wenn du ein Kompliment bekommst, sag Danke oder Oh, danke, wie lieb. Nicht zu viel erklären, einfach freuen. Viele erwarten bei Wie geht's übrigens eine lange Antwort. In Deutsch ist das oft nur eine Begrüßung. Sag einfach gut, danke, und dir, oder ganz okay, bisschen müde, danach wechsel das Thema. Was machst du am Wochenende? Dann läuft es. Genau. Und wenn du ein Thema starten willst, nimm etwas Leichtes. Zum Beispiel Essen, Wetter, Sport, ein Konzert. Hast du Lust auf Pizza heute? Oder warst du schon im neuen Café da hinten? Das sind sichere Türen ins Gespräch. Kleine Weichmacher helfen, damit es nicht zu direkt klingt. Sag zum Beispiel, vielleicht können wir morgen schreiben, oder könnten wir uns gegen 6:30 treffen, das wirkt höflich, aber immer noch natürlich. Wollen wir noch ein kurzes Rollenspiel fürs Kennenlernen machen? Nur 4 Sätze, damit du's hören kannst. Gern. Hi, ich bin Julia. Wie heißt du? Ich bin Tim. Schön, dich kennenzulernen. Kommst du aus Berlin? Nein, ich komme aus Köln. Und du? Ich wohne in Berlin, aber ich komme aus München. Max du Berlin? Siehst du, ganz ruhig, einfache Verben, kurze Fragen. Kein Stress, nur klar und freundlich. Was auch oft hilft, ist eine kleine Entschuldigung, wenn du unsicher bist. Zum Beispiel, sorry, wie sagt man das auf Deutsch? Oder können Sie das bitte langsam sagen? Das ist total okay, niemand ist böse. Ja, und wenn du etwas nicht verstanden hast, sag einfach, wie bitte, oder nochmal, bitte, oder du wiederholst, du meinst, heute um 2:30, so zeigst du Interesse und prüfst, ob alles stimmt. Ein kurzer Tipp zur deutschen Art, höflich zu sein. Viele denken, Deutsch ist sehr direkt. Stimmt ein bisschen, aber im Alltag benutzen wir oft weiche Formen. Könntest du? Würdest du? Magst du? Damit klingst du freundlich und respektvoll. Und bitte nicht wörtlich aus der eigenen Sprache übersetzen, das geht oft schief. Zum Beispiel ich mache Hausaufgaben als Hobby klingt komisch. Sag lieber, ich lese gern, ich koche gern, oder ich lerne gern Sprachen, das ist normal und natürlich. Wenn du Pläne machst, helfen diese Sätze, passt dir morgen? Ja, klingt gut. Wann? So gegen 6? Perfekt, bis später. Super simpel. Und wenn es nicht geht? Tut mir leid, morgen schaffe ich es nicht. Wie wäre es am Freitag? Sehr gut. Noch etwas zum Abschied, wenn du ein Gespräch beenden willst, aber nett. Sag, ich muss los, war schön mit dir zu reden, oder danke für das Gespräch, bis bald, das ist freundlich und klar. Manchmal willst du auch höflich widersprechen. Dann sag, ich sehe das anders. Oder ich bin nicht ganz sicher. Oder, vielleicht später, heute passt es nicht. So bleibst du ehrlich und trotzdem nett. Und ein klassischer Fehler noch, zu viele Details bei Wie geht's? Du musst nicht deine ganze Woche erzählen. Ein Satz reicht, dann eine Gegenfrage. Das hält das Gespräch leicht. Magst du noch ein Mini-Dialog zum Verabreden? Ich fang an. Hast du morgen Zeit für Kaffee? Morgen ist schwierig. Geht es am Donnerstag? Ja, Donnerstag passt. Um 2:30 vor dem Kino. Perfekt, bis dann, siehst du, 4 Sätze, Plan fertig. Zum Üben kannst du echt mit Muttersprachlern online chatten. Kurz, locker, jeden Tag 2 Sätze. Das hilft mehr, als du denkst.
Und Filme auf Deutsch mit Untertiteln sind super. Erst mit Untertiteln auf Deutsch, dann ohne. Du hörst echte Sätze und bekommst Gefühl für Ton und Tempo. Noch ein Tipp fürs Reagieren, wenn du etwas gut findest. Sag, klingt gut, gute Idee, nice. Ja, das Wort benutzen wir auch mal. Oder einfach, ja, machen wir so. Und wenn du unsicher bist, sag ruhig oder also, das ist normal. Wichtig ist, dass du weiterredest. Kleine Pausen gehören dazu, wirklich. Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage an dich. Welche kurze Antwort auf Wie geht's? Hörst du am häufigsten und in welcher Situation? Schreib uns gern deine Version und auch, ob du Unterschiede zwischen Freunden und Kollegen merkst. Zum Schluss nochmal unser warmes Extra. Wie gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und kleinen Übungen gibt's gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Probier das in Ruhe aus, und dann treffen wir uns hier wieder für die nächste Runde. Bis bald!